Ich zeige euch heute, wie man PayPal in Bubble integriert und wie das ganz einfach geht. Im ersten Teil zeige ich euch die Registrierung auf Braintree, das ist der Zahlungsdienstleister von PayPal für Developer Payments. Im zweiten Teil machen wir eine Einmalzahlung, das heißt ein Produkt, was man einmal kauft. Und im dritten Teil geht es um Abos, um Mitgliedschaften, sowohl die Erstellung als auch die Kündigung. So, im ersten Schritt loggen wir uns bei Braintree ein. Braintree gehört ja zu PayPal und dort können wir auch uns mit PayPal registrieren. Normalerweise dauert es mehrere Tage. Ich habe 2 Tage gebraucht, um mich zu registrieren bei Braintree als offizieller Seller. Das hat natürlich zu tun mit den Regulatorien, mit den Steuern, mit Geldwäschegesetzen. Aber es geht relativ schnell, 1 bis 2 Tage. Aber was ihr sofort machen könnt, ist euch tatsächlich bei der Sandbox von Braintree zu registrieren. Das ist quasi ein Test-Environment. Und wir können uns hier mal einloggen. So, und jetzt seht ihr hier tatsächlich ein paar Transactions schon. Wenn man das erste Mal drauf kommt, das wird bei euch so sein, sieht man als allererstes die API-Keys. Wir erstellen jetzt gleich mal einen neuen API-Key für Bubble. Das heißt hier der Public Key, der Private Key. Und was wir jetzt machen ist, um das Setup zu machen mit Bubble, wir haben neue Page angefangen. Wenn wir jetzt auf Bubble gehen, dann gehen wir in die Plugins und installieren erstmal Braintree. Das ist ein offizielles Bubble-Plugin, das heißt, ihr braucht keine Sorgen machen. Da funktioniert alles. Und wir haben jetzt hier 3 IDs, die wir brauchen. Die Merchant ID, die Public Key und die Private Key. Wir nutzen hier jetzt die Test-Sachen. Also, muss man hier auf View. Das heißt, wir haben hier den Public, den Merchant und den Private Key. Ich werde die natürlich danach löschen, dass wir da sind. Kopieren das kurz rein. So. Unser Ziel ist jetzt, PayPal zu integrieren und es zu schaffen, dass wir einen festen Betrag mit PayPal dem User in Rechnung stellen können und das dann ankommt. Das erste, was wir hierfür brauchen bei Payments, ist ein Login, damit wir einen User Logged-in haben. Wie ihr wisst, haben wir im Bubble das Gute, dass wir die Reusable Elements haben und ganz Login-System als erstes. Machen jetzt hier und dann gehen wir in Element Action Show und zeigen das Pop-up. Wenn wir uns jetzt einloggen, wollen wir noch eine Bestätigung, ob wir wirklich den User logged in haben und machen es dafür so, dass wir Current Users E-Mail. Gehen jetzt auf Preview und machen ein Login Sign-up, machen PayPal der at nocodestudio.de ein Passwort und User signen wir ab und haben jetzt hier den User live. Was brauchen wir als nächstes? Jetzt geht es ans Eingemachte. Wir sagen, zahle 150 € mit PayPal. Und wenn wir hier den Workflow klicken, gehen wir auf Payment und haben Charge the current user. Den Amount können wir jetzt entweder dynamisch machen oder fix. Und die Description nennen wir PayPal Test für No-Code Studio. Die Button Caption ist Pay Now und hier haben wir jetzt noch ein paar Sonderfeatures wie zum Beispiel 3D Secure Check oder dass wir den nur autorisieren. Das heißt, wir chargen nicht, sondern wir geben nur die Autorisierung und chargen dann später. Das habt ihr zum Beispiel bei verschiedenen Ride-Sharing-Diensten, dass die erstmal autorisieren, um zu schauen, ob Geld drauf ist und dann den fixen Betrag erst am Ende in Rechnung stellen. Und ich würde fast sagen, wir machen noch einen Alert,
Das hilft eigentlich immer sehr gut beim Debuggen, wenn man noch einen Alert hat, um zu sehen, was ist denn die Meldung. Und Fix Position at Top. Und hier diese Meldung des Alerts können wir jetzt eben uns ein Element Action Display Show Message, und hier können wir die Message noch customizen, indem wir schauen, wir können hier verschiedene Sachen uns holen, wie zum Beispiel den Product Name, den Email of the Charged User, die Order Description, Charge ID. Ich würde mal sagen, wir holen uns die Charge ID in diesem Step. Wenn wir jetzt auf Preview klicken und Zahlen mit App PayPal, werden wir weitergeleitet auf PayPal, und ich mache im ersten Schritt jetzt hier, wir haben ja das Sandbox Environment, Mock Sandbox Environment, Proceed with Sandbox Purchase. Jetzt hat der Sandbox ist bei PayPal Weeklies Testeinheit, hat jetzt hier diesen User, und wir drücken Pay Now, Credit Card Successfully Charged, und kriegen jetzt hier folgende ID, die ich mal speichere. Wenn wir jetzt zurückgehen ins Dashboard bei PayPal, vielleicht ganz kurz warten, aber okay, was kriegen wir jetzt hier? Wir haben folgende ID, ich search kurz, ist genau gleiche ID, das ist doch super. In dem Payrate Example, wir haben 150 Euro, wir schauen uns das jetzt mal an. Wir haben hier den Sale, PayPal at nocodestudio.de, hier ist die Customer ID, die jetzt festgelegt wurde, die Payment Methode, der Betrag, der Token, die Zeit. Haben natürlich eine Fake Payer ID, das ist ja vollkommen klar, und wir haben hier den PayPal Description Test for No Code Studio. Wir haben auch die Transaction Fee und sehen jetzt hier, wie das funktioniert hat. Das ist doch super. Im dritten Teil wollen wir jetzt ein Abo-Modell für euch integrieren mit PayPal, und dass eure Kunden ein Abo abschließen können. Dafür gehen wir in Subscriptions, dann unter Plans und erstellen mal einen neuen Plan. Basis, Description brauchen wir jetzt gar nicht, sagen 10 Euro im Monat, machen das jedes Monat. Wenn ihr wollt, dass das jährlich ist, dann könnt ihr natürlich auch 100 pro Jahr machen. Könnt ihr den mal jetzt auf 10 pro Monat machen. Und ihr könnt hier spezifizieren, ob ihr sofort bezahlen wollt, am 1., am 15. Monaten, ob ihr ein Trial wollt, oder aber auch Sachen wie verschiedene Add-ons. Das sind so Sachen wie, ob ich bei einem Mitgliedschaft noch ein zweites Paket kaufe, wie zum Beispiel den Pass für meine Freundin oder für meinen Kumpel, und verschiedene Discount-Codes. Wir erstellen jetzt diesen Plan, haben ihn erstellt, gehen rein in Plans und haben jetzt diesen Basisplan. Was jetzt ganz wichtig ist bei Bubble, manchmal gibt es da Probleme, deswegen refresh ich gerne die Seite. Manchmal ist es sogar notwendig, auch das Plugin neu zu konfigurieren. Da hängt dieses PayPal-Plugin ein bisschen hinterher, und man sollte eben das hier refreshen, dass der das neu sich holt bei Bubble. Manchmal hilft es zum Beispiel hier, das rauszunehmen, sich es anzuschauen, reinzugehen, damit der ja tatsächlich hier die API reaktiviert. Gleichzeitig ist es auch wichtig, habe ich gemerkt als Bug manchmal, dass man einen Logout nochmal hat und einen neuen User. Das geht ja ganz einfach. Man geht auf Account, loggt die User out, geht hier rein und sind eingeloggt PayPal. Jetzt mal. Oder wir erstellen eben einen neuen Account. PayPal Mitgliedschaft. Sind wir hier drin und brauchen dann hier den neuen Button. Mitglied werden. Payments. Subscribe to User to a Plan. Und hier haben wir jetzt das Thema,
Manchmal im Sandbox-Environment kommt der Plan nicht direkt. Ich nehme dann hier die Plan-ID, das ist in diesem Fall Basis, und haben hier jetzt Subscribe the User to a Plan. Gehen auf Preview. In Sandbox Environment. Subscriben. Successful and you've been subscribed to the plan. So super. Jetzt schauen wir in PayPal rein, refreshen und sehen, wir haben eine Active Subscription hier. Und das ist das Schöne eben mit diesen Payment-Sachen, kann sich genau anschauen. Wir sehen jetzt, wir müssten eigentlich den Subscriber haben. Customer ID. Und wir sehen hier PayPal-Mitgliedschaft in No-Code Studio. Perfekt. Und wenn wir jetzt... Super. Und das heißt, jetzt haben wir einen Active Subscriber in unserem Plan. Wenn wir jetzt zum dritten Punkt kommen, zum letzten Teil des Videos, ist, wie kann ich eine Mitgliedschaft kündigen? Und ihr werdet sehen, wie einfach das ist. Mitgliedschaft kündigen. Geht rein. Payments. Cancel the current user plan. Und ihr müsst nichts mehr tun, sondern die API checkt, wenn man refresht, ob der eben einen Plan hat. Und user has been successfully cancelled. Und wenn wir jetzt hier in Plans reingehen, sollten wir sehen, wie wir einen Cancelled Member haben. Und nun Status Cancelled haben. Wer mehr Funktionalität braucht, kann natürlich auch den API-Connector vom Bubble verwenden. Dann kann man die API komplett customizen und zum Beispiel Invoices oder aber auch Refunds oder Free Trials komplett selbst konfigurieren. Wenn ihr mehr dazu lernen wollt, wie der API-Connector geht, dann geht doch auf dieses Video. Unabhängig davon gibt es natürlich auch den Konkurrent von PayPal, Stripe, den ihr auch verwenden könnt. Dazu habe ich ein Video gemacht, wie man Stripe einbindet. Bis bald und viel Erfolg!